So, liebe Leute, heute geht es darum, wie ihr aggressiver im Spiel spielen könnt. Wie kriegt ihr das hin? Beispielsweise, wenn eurem Gegner ein Aufschlag halb lang oder vielleicht auch lang rausrutscht und ihr gleich attackiert. Was dabei wichtig ist, worauf ihr achten müsst, damit ihr so gut wie die Kollegen hier von mir eure Eröffnungsbälle spielt, das seht ihr jetzt. Wenn ihr auf halblange Bälle zieht, dann sind ein paar Sachen besonders wichtig. Das erste ist, ihr müsst darauf achten, dass ihr gut aus dem Unterarm zieht und aus dem Handgelenk. Wir wollen hier eine kurze, schnelle Beschleunigung haben, egal ob ihr das mehr auf Unterschnitt macht oder auf einen Ball, der leer ist oder vielleicht auch Überschnitt hat und ihr ein bisschen mehr nach vorne geht. Wir feuern aus dem Unterarm bzw. aus dem Handgelenk. Denn ein häufiger Fehler, der passiert ist, es wird nicht stark genug beschleunigt. Der Ball, die Rotation, wird nicht übernommen von eurem Spin und geht oben aus dem Schläger, sondern mal geht er gerade, mal geht er vielleicht durch den Unterschnitt nach unten, mal geht er nach oben und ihr könnt nicht genau sagen, in welchem Winkel der Ball den Schläger verlässt und das macht es schwierig, auf Dauer einen guten Ball zu spielen. Wir wollen gucken, dass wir immer mit genügend Effet, mit einem genügend schnellen Unterarm und einem Handgelenk den Ball so attackieren und anspinnen, dass der oben rausgeht und dafür brauchen wir eine gute Beschleunigung. Wichtiges Thema ist auch noch die Beinarbeit. Na klar, ihr müsst, wenn ihr in der Grundstellung steht, mit beiden Beinen nach vorne, damit ihr dichter am Tisch steht und jetzt hier was machen könnt. Problematisch ist, wenn man zu weit hinten bleibt und jetzt versucht, das mit dem Oberkörper auszugleichen. Wir müssen mit beiden Beinen nach vorne ran und jetzt haben wir hier eine gute Möglichkeit, immer noch vom rechten aufs linke Bein rüber zu kommen und hier dynamisch halblang anzuziehen. Es gibt auch einige Profis, wie zum Beispiel Timo Boll, der stellt das rechte Bein, er ist Linkshänder, bei ihm ist das umgedreht, aber der geht mit seinem rechten Bein unter den Tisch und zieht hier den Ball hoch. Das heißt, bei ihm ist sogar das eine Bein dichter am Tisch, er ist Linkshänder und macht das von dieser Position hier aus. Für die Rechtshänder gilt, man könnte auch das Bein ein bisschen zentraler nach vorne nehmen, dann hat man hier einen guten Stand. Ich beispielsweise spiele aus einer leichten Schräge bzw. aus einer parallelen Beinstellung und gucke hier, dass ich hier gut schnell beschleunige. So, wir haben uns jetzt um die Stellung zum Ball gekümmert, um eure Unterarmbeschleunigung. Was jetzt ganz wichtig ist, dass ihr eine gewisse Stabilität im Oberkörper habt. Und zwar müsst ihr mit dem Oberkörper tief hier reingehen, damit ihr hier eine gute Beschleunigung habt. Nicht zu locker reingehen, dann seid ihr zu langsam, der Ball kommt vielleicht doch anders, ihr könnt nicht mehr reagieren. Wir sehen es bei den Profis, die stehen tief und gehen jetzt hier rein und überlegen sich, was sie hier machen können. Kritisch wird es, wenn ihr reingeht und jetzt erstmal hier überlegt, ohne Spannung im Arm, ohne Spannung im Oberkörper und dann nicht gut reagieren könnt und auch hier nicht schnell am Ball seid. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, wann ihr den Ball treffen sollt. Und zwar nehmt ihr bitte den Ball nicht, wenn er schon so weit runtergefallen ist, sondern entweder, wenn es geht und der Aufschlag ein bisschen zu hoch ist, am höchsten Punkt, dass ihr schön den Schläger über dem Tisch lasst und hier mit einer guten Beschleunigung aus dem Unterarm und Handgelenk den Ball eine Rotation mitgebt, dass der oben aus dem Schläger rausfliegt. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn der Ball schon ein bisschen gefallen ist, dass ihr hier den Ball anzieht, aber nicht, wenn er schon zu weit unten ist, weil wir jetzt hier Probleme haben. So, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen und greift ab und zu die halblangen Bälle häufiger an. Denkt dabei an die 4 wichtigen Punkte. Das ist zum einen, wie immer beim Vorhand-Topspin, die gute Unterarmbeschleunigung und den Handgelenksimpuls. Das zweite ist, dass ihr darauf achtet, mit euren Beinen einen Schritt dichter an den Tisch ranzukommen. Das dritte ist, dass ihr den Oberkörper stabil haltet und nicht mit der Hüfte zum Beispiel vorschiebt. Und das vierte, dass ihr den Ball nicht zu tief fallen lasst, sondern
am höchsten Punkt, beziehungsweise wenn der Ball kurz in der fallenden Phase ist, dann über den Ball rüber geht. Wenn euch es gefallen hat, lasst einen Daumen oben, abonniert den Kanal und seid gespannt, denn ab sofort gibt es einige neue Videos und wir haben noch einiges im Petto. Bis bald und macht's gut. Ciao.